So, Spiegelei schmeckt ja nicht bloß mit Salz und Pfeffer aus der Pfanne, ne? Nee, auch auf dem Kuchen, weil auf der Suche nach so einem tollen Rezept für Ostern bin ich nämlich auf das hier gestoßen. Ach so, habt ihr übrigens Ofensglöckchen schon aktiviert? Da verpasst ihr nämlich dann kein Rezept mehr. No. Ja, das sieht aus wie Spiegelei, ist aber keins und es geht voll schnell. Und dazu brauchen wir erstmal einen Vanillepudding. Ein bisschen was von der Milch lasse ich mir hier über, weil da kommt nämlich ein Zucker rein. Und noch ein Vanillepuddingpulver. Und das müssen wir jetzt dann schön verquirlen. Die Milch hat jetzt schon mal kurz aufgekocht, dann nehmen wir es runter von der Platte und gießen unser Gemisch dazu. Und dann wieder zurück auf die heiße Platte und noch mal ein Minütchen aufblubbeln lassen. So, schau, und schon ist fertig. Und jetzt brauchen wir unser Schüsselchen, weil da füllen wir es jetzt nämlich gleich rein. Und dann brauchen wir unsere Frischhaltefolie. Ihr wisst ja, damit der Pudding denkt, er hat schon eine Haut. Und so lassen wir jetzt ein bisschen zimmerwarm abkühlen. Und während sich der Pudding ärgert, dass er keine eigene Haut kriegen darf, geht schon weiter mit dem Teig. Und zu den Eiern kommt jetzt dann noch der Zucker dazu und ordentlich schaumig rühren. Guck, wunderbar schaumig. Und jetzt mal hier ein bisschen Drehzahl runter, ne? Dann können wir nämlich auch gleich unsere trockene Zutaten mischen. Da habe ich wieder ein bisschen Mehl, Backpulver rein, eine Prise Salz. Schön unterheben, ne? Und da können wir jetzt dann auch gleich die flüssige Butter dazugeben. Und jetzt noch die trockene Zutaten schön langsam. So, und ihr wisst ja nicht immer gar zu lange mit der Maschine rühren. Ich tue es dann immer vorher schon ein bisschen ausmachen, weil der Joanna, ihr kleine Kisch, ne? Ja, weil sonst ist nämlich der Mehl beleidigt und dann geht es nicht mehr richtig auf in den Kuchen, ne? Und dann brauche ich auch schon gleich mein Backblech. Das habe ich mir wieder vorbereitet. Das ist das mit den Löchern unten dran, wisst ihr ja, ne? Und einen kleinen Backrahmen drum, dass der Teig nicht wegläuft. Und da geht man dann schon gleich drauf. Dann tut man das Ganze noch ein bisschen glatt streichen. Und dann geht's schon wieder ab in den vorgeheizten Ofen. Ich kann euch sagen, das duftet vielleicht herrlich. Und damit der schön abkühlt, tue ich immer gleich hier ein bisschen an der Seite das abschneiden, weil dann müssen wir den Rand ein bisschen begradigen. Und die Reste vom Rand, die müsst ihr gar nicht wegschmeißen. Da haben wir ja auch mal ein tolles Rezept gemacht, wie man Reste verwertet. Das verlinke ich euch noch mal unten. So, jetzt hatte ich davon geschnitten. Jetzt war es natürlich wieder typisch. Die Joanna, die haut halt immer irgendwie ein Eck rein, ne? Das sollte halt möglichst gerade sein, dass dann auch der Backrahmen rüberpasst, weil der ist ja auch gerade, ne? Zap, zap, einmal drüber da, gucke. Das ist alles immer nicht so einfach bei der Joanna, klappt das immer nicht so auf Anhieb. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Aber guck, jetzt ist schon besser. Und jetzt geht's schon weiter mit der Füllung, ne? Da brauchen wir jetzt hier unseren Pudding ohne Haut. Rutschen wir mal ein Stück und da haue ich jetzt noch ein paar Löffelchen Schmand rein. Lassen wir erst mal mein ganzes Schmand da rein. Der Kameramann schreit immer schon, ich kann schon wieder reden, ne, weil er wäre jetzt auf Position. Aber ich bin noch nicht so weit, ne? Also jetzt schön unterheben. Das wird so richtig herrliche Creme. Mögt ihr auch so gerne Schmandkuchen? Also ich finde ja, Schmand ist wirklich in der Torte auch super aufgehoben. Ne? Braucht man nicht bloß in eine Soße. Ich habe es schon oft probiert. Also mir schmeckt es echt super. Schreibt mir mal unten rein, ob es bei euch auch so ist. Und was ihr so für Lieblingskuchen überhaupt habt. Was backe mir jetzt eigentlich in nächster Zeit? Könnt ihr mir mal einen Tipp geben oder was möchtet ihr denn gerne sehen? Das wäre mal interessant. So, fertig. Und dann geht's schon drauf auf den Boden. Die Joanna wäre ja nicht die Joanna, wenn es jetzt nicht einmal probiert, ne? Herrlich! Das schmeckt echt super. Weil jetzt nehme ich nämlich meinen Glattstreicher und dann streichen wir das Ganze noch ein bisschen gerade. Und jetzt stellt man dann zum Abkühlen noch einmal eine Stunde in den Kühlschrank. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht schon an vorbereitet hätte. Ne? Der war jetzt schon im Kühlschrank, ist so richtig schön durchgekühlt. Und jetzt kommt dann unser Spiegeleiche oben drauf, alias Pfirsichhälfte. Ne? Und die positionieren wir uns jetzt mal so richtig schön kopfüber darauf. So, schau, und die Restle, die kann man jetzt dann noch ein bisschen aufnaschen, ne? Und jetzt braucht man für den Glanz noch ein bisschen Tortenguss. Da habe ich jetzt hier ein bisschen Saft aufgefangen. Da tun wir jetzt das Tortengusspulver gleich ein bisschen unterrühren. Inzwischen können wir dann schon hier ein bisschen anheizen, ne? Da ist jetzt der Rest von der Büchse an Flüssigkeit drin. So, und jetzt tun wir das hier hinten mit unterrühren und dann miteinander aufkochen. So, guck,
da blubt's und dann wird's nämlich auch wieder weiß, weil unser Spiegelei muss ja ein bisschen Glanz noch kriegen. Und das streichen wir jetzt dann schön darüber. Jetzt kommen die Spiegeleier noch mal in den Kühlschrank. So, Kinder, Spiegeleier sind fertig und jetzt braucht man natürlich noch ein bisschen Salz und Pfeffer oben drauf. Nee, ist natürlich Hagelzucker und da habe ich auch noch ein bisschen Pistazie, gell? Na, das sieht doch nett aus und jetzt müssen wir bloß noch den Rahmen hier abmachen. Na, das ist doch mal ein perfektes Osterspiegelei. Packt's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.